Verben mit Dativ und Akkusativ. In dem heutigen Video erkläre ich dir, welche Verben immer einen Dativ und einen Akkusativ benutzen und worauf du hier bei der Wortstellung ganz besonders achten musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. In den letzten Videos habe ich dir schon die Verben gezeigt, die entweder die Akkusativergänzung oder eine Dativergänzung benutzen. In dem heutigen Video zeige ich dir die Verben, die beides benutzen, also den Dativ und den Akkusativ. Das sind in der Regel Verben des Gebens oder des Nehmens. Du brauchst hier immer drei verschiedene Personen bzw. Dinge. Welche Verben das sind, welche Personen hier gemeint sind, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von Beispielen und meinem E-Book. So, schauen wir uns mal an, wie sich diese drei Personen bzw. Sachen zusammensetzen. Grundsätzlich ist die erste Person und ist der Gegenstand immer das Subjekt, also die Nominativergänzung. Das ist schon mal Person Nummer 1. Wie hier, der Mann gibt dem Kind den Ball. Und dann haben wir noch den Dativ und den Akkusativ. Und der Dativ ist in der Regel der Empfänger. Und der Akkusativ ist in der Regel die Sache, die gegeben wird. Denn all das sind ja immer, entweder man gibt etwas, man nimmt etwas oder man sagt etwas zu jemandem. Also auch hier gibt es dementsprechend wieder im übertragenen Sinne einen Empfänger. Und all diese Verben brauchen immer drei Personen oder Dinge, nämlich die handelnde Person, den Empfänger und etwas, das übergeben wird, etwas, das für die Handlung benutzt wird. Diese Verben kennst du sicher schon, zum größten Teil, wie geben oder auch schicken. Hier, er schickt seinem Bruder das Geschenk per Post. Hier ist er, die handelnde Person, dementsprechend Nominativ. Sein Bruder ist hier der Empfänger und dementsprechend Dativ. Das Geschenk ist hier das direkte Objekt und damit Akkusativ, denn das ist das Subjekt, mit dem etwas gemacht wird. Und jetzt fragst du dich sicher, was hier per Post ist. Ganz einfach eine Angabe, also eine zusätzliche Information, die nicht zwingend notwendig ist und dementsprechend auch weggelassen werden kann. Aber Geschenk und Bruder kann man nicht ohne weiteres weglassen. Das sind Ergänzungen, denn Schicken braucht immer drei Personen bzw. Gegenstände. Dasselbe gilt auch für Schreiben. Ja, auch für Schreiben. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Er ist hier wieder die handelnde Person. Ich bin hier der Empfänger, Dativ, deswegen nicht ich, sondern mir. Das ist das Personalpronomen im Dativ. Falls du dir da noch unsicher bist, habe ich dir hier nochmal das Personalpronomen-Video verlinkt. Und die E-Mail ist hier das direkte Objekt, also das Objekt, mit dem etwas gemacht wird, das nichts selber macht. Dieses mir hast du hier bestimmt häufig schon nicht gehört, denn man kann den Empfänger auch weglassen, wenn er offensichtlich oder unbekannt ist. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Er schickt seinem Bruder das Geschenk per Post. Geht auch als er hat eine E-Mail geschrieben. Er schickt das Geschenk per Post. Bedingung dafür ist, es muss offensichtlich sein, wer der Empfänger ist, beziehungsweise unbekannt, wer der Empfänger ist. Wenn das nicht eindeutig ist, dann musst du hier den Empfänger immer mit dazu nehmen. Soweit solltest du das schon mehr oder weniger gewusst haben, aber was jetzt noch ganz wichtig ist, ist hier die Wortstellung, denn hier musst du aufpassen. Als erstes schauen wir uns die Wortstellung an, wenn alle Nomen und Personen hier stehen, ohne dass sie durch ein Pronomen ersetzt werden. Also wie zum Beispiel der Mann gibt seiner Tochter das Buch. Wenn also Tochter und Buch, Mann kein Pronomen sind, sondern die normalen Nomen, dann ist die Reihenfolge Dativ plus Akkusativ.
Natürlich kann auch eins von den beiden hier an Position 1 stehen. Dann kommt immer erst der Nominativ und dann das, was hier hinten übrig bleibt. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das Subjekt an Position 1 steht, dann muss hier der Dativ vor dem Akkusativ stehen. Wenn der Satz mit Akkusativ oder Dativ als Pronomen dasteht, dann musst du jetzt wirklich aufpassen, denn hier muss das Pronomen immer vor dem Nomen stehen. Also der Mann gibt ihr das Buch und auch der Mann gibt es seiner Tochter. Hier muss das Pronomen zwingend vor dem Nomen stehen. Du kannst nicht sagen, der Mann gibt das Buch ihr. Es geht theoretisch, aber es klingt sehr, sehr komisch für einen Muttersprachler. Man versteht es weiterhin, aber die Grammatikregel ist Pronomen vor dem Nomen. Und wenn du den Akkusativ und den Dativ als Pronomen hast, dann ist die Regel Akkusativ vor dem Dativ. Also genau umgedreht wie hier oben. Der Unterschied ist, wenn du das hier oben anders machst, dann klingt das vielleicht ab und zu ein bisschen komisch, aber alle verstehen es. Wenn du das hier unten andersrum machst, dann werden wahrscheinlich viele ein Verständnisproblem haben. Wie das genau zusammenhängt, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn es Pronomen sind, musst du zwingend den Akkusativ vor den Dativ stellen, sonst werden die Leute Probleme haben, dich zu verstehen. Der Mann gibt es ihr oder er gibt es ihr. Der Akkusativ vor dem Dativ bei 2 Pronomen. Und bei dieser Version hier kann das Pronomen noch auf Position 1 gestellt werden, auch wenn es wahrscheinlich eher komisch klingt, weil das einfach vom Sinn her in der Regel nicht passt, da die wichtigste Information hier in der Regel eben die handelnde Person ist bei dieser Art von Verben. Aber rein grammatikalisch geht es, das hier hervorzustellen. Wenn alles Pronomen sind, geht es aber nicht mehr. Denn dieses S könnte hier ja zum Beispiel auch Nominativ sein. Es gibt keinen Unterschied. Deswegen geht das hier nicht, wenn es alles Pronomen sind. Der Nominativ muss hier vorn stehen. Das ist die kleine Bestimmtheit, die du hier beachten musst. Wenn du einen Satz voll mit Pronomen hast, ist die Reihenfolge Nominativ von, dann Akkusativ und dann Dativ. So, jetzt hast du es fast geschafft. Fast alle Verben mit Ergänzung haben wir durch. 3 der 4 Fälle hatten wir schon, also kannst du dir denken, was morgen im nächsten Video dann drankommt, nämlich die Verben mit dem Genitiv. Da zeige ich dir nicht nur, welche Verben immer mit dem Genitiv benutzt werden, sondern auch, wie du diese Verben mit Genitiv durch einfache kleine Tricks einfach gegen etwas austauschen kannst, das den Genitiv nicht mehr benutzt und in der Regel viel einfacher zu benutzen ist und von viel mehr Leuten auch benutzt wird. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Wenn du das erst später anschaust, findest du es auch hier direkt am Ende des Videos in der Playlist. Und ansonsten hoffe ich einfach, du hast heute wieder viel gelernt. Und bis zum nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.